Hallo Leute! Braucht man wirklich Deutsch, um in Deutschland zu leben? Oder kommt man auch nur mit Englisch klar? Diese Frage höre ich oft und meine Antwort darauf ist, es hängt darauf an. Ja, man kann in Deutschland eine Zeit lang mit wenig Deutsch zurechtkommen, besonders in großen Städten oder in einem internationalen Umfeld. Aber wenn man hier wirklich leben, selbstständig sein und sich zu Hause fühlen möchte, sieht die Sache meiner Meinung nach anders aus. Ja, und genau darüber möchte ich heute sprechen. Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Mohaddeseb Mohi, ich komme aus dem Iran, aber wohne in Deutschland und ich bin Deutschlehrerin. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Also, kann man in Deutschland nur mit Englisch leben? Meine persönliche Antwort darauf: Nein, eher nicht. Natürlich kommt es darauf an, wo man lebt. In Berlin oder in anderen großen internationalen Städten kommt man mit Englisch wahrscheinlich deutlich besser zurecht. Dort trifft man häufiger Menschen, die gut Englisch sprechen. Aber Deutschland besteht eben nicht nur aus Berlin und anderen großen Städten. In kleineren Städten und besonders auf dem Land sieht die Situation oft ganz anders aus. Dort kann man nicht davon ausgehen, dass alle Englisch sprechen oder sich auf Englisch unterhalten möchten. Im Supermarkt, beim Bäcker, bei Behörden, beim Vermieter oder einfach im Gespräch mit den Nachbarn braucht man früher oder später Deutsch. Und bei Behörden wird es schwieriger. Ja, einer der Bereiche, in denen Deutsch besonders wichtig ist, sind natürlich die Behörden. Ausländerbehörde, Bürgeramt, Finanzamt, ja. Früher oder später hat fast jeder, der in Deutschland lebt, mit solchen Behörden zu tun. Man bekommt Briefe mit Wörtern wie Frist, Antrag, Nachweis, Bescheinigung, Aufenthaltstitel, ich weiß nicht, Verpflichtung. Und selbst wenn man schon ziemlich gut Deutsch spricht, versteht man manchmal nicht sofort, was genau von einem verlangt wird. Das liegt auch daran, dass Behördendeutsch noch einmal eine ganz eigene Sprache ist. Deshalb würde ich sagen, man muss nicht jedes Wort verstehen, aber man sollte zumindest in der Lage sein, die wichtigsten Informationen zu erkennen und zu verstehen, was man als nächstes tun muss. Oder auch beim Arzt. Ne? Beim Arzt hängt natürlich vieles davon ab, zu wem man geht. Ja? Aber wenn eure Ärztin oder euer Arzt Deutsch spricht und ihr noch nicht sehr gut Deutsch könnt, kann die Kommunikation schwierig werden. Besonders wenn ihr eure Beschwerden genau beschreiben und medizinische Erklärungen verstehen müsst. Viele Menschen mit Migrationshintergrund suchen sich deshalb Ärztinnen oder Ärzte, die ihre Muttersprache sprechen. Wenn man einen Hausarzt oder einen Facharzt findet, mit dem man sich in seiner eigenen Sprache verständigen kann, hat man dieses Problem natürlich nicht. Aber vielleicht findet ihr in eurer Nähe keinen entsprechenden Hausarzt oder Facharzt. Oder ihr möchtet euch bei der Wahl eures Arztes einfach nicht darauf beschränken. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das eigene Deutschniveau zu verbessern. Denn gerade wenn es um die eigene Gesundheit geht, ist es wichtig, Beschwerden möglichst genau beschreiben und die Informationen des Arztes richtig verstehen zu können. Und telefonieren ist noch eine andere Geschichte.
Ja, ich glaube, viele Deutschlernende kennen dieses Problem. Man kann sich eigentlich ganz gut auf Deutsch unterhalten, aber sobald das Telefon klingelt, bekommt man plötzlich Stress. Am Telefon sieht man die andere Person nicht. Man kann keine Gestik oder Mimik benutzen und die Leute sprechen manchmal unglaublich schnell. Und deshalb muss man solche Sätze sagen. Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Können Sie das bitte noch einmal wiederholen? Ja. Solche Sätze sind im Alltag meiner Meinung nach viel wichtiger als irgendwelche komplizierten Grammatikregeln. Aber wie ist es bei der Arbeit? Wie viel Deutsch ihr bei der Arbeit braucht, hängt stark von eurem Beruf und eurem Unternehmen ab. In internationalen Unternehmen, besonders in Bereichen wie IT oder Technologie, ist die Arbeitssprache oft Englisch. Aber in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel im Gesundheitswesen, in der Verwaltung, im Verkauf oder im Bildungsbereich, sind gute Deutschkenntnisse sehr wichtig. Auch beim Studium kommt es auf den Studiengang an. Wenn ihr auf Englisch studiert, braucht ihr für die Universität vielleicht zunächst nicht viel Deutsch. Bei einem deutschsprachigen Studiengang braucht ihr dagegen normalerweise ein höheres Sprachniveau. Aber auch bei einem englischsprachigen Studium hilft Deutsch enorm, zum Beispiel bei Nebenjobs, Praktika, sozialen Kontakten und später bei der Jobsuche. Man kann also auf Englisch studieren, aber wenn man langfristig in Deutsch leben möchte, lohnt es sich auf jeden Fall, Deutsch zu lernen. Aber für einfache Alltagssituationen braucht man natürlich kein C1-Deutsch. Beim Bäcker reichen vielleicht schon ein paar Sätze. Ich hätte gern 2 Brötchen, das ist alles, danke, mit Karte bitte. Auch im Supermarkt kommt man mit wenig Deutsch zurecht. Aber je länger man hier lebt, desto mehr Situationen kommen dazu. Ja, zum Beispiel ein Paket wurde nicht zugestellt. Man bekommt eine Rechnung, die man nicht versteht. Die Heizung funktioniert nicht, der Internetanschluss funktioniert nicht. Man möchte mit dem Vermieter sprechen, man möchte einen Termin verschieben. Und plötzlich braucht man mehr Deutsch als 2 Brötchen bitte. Aber wie ist es mit Freunden? Hier wird es meiner Meinung nach besonders interessant. Ich persönlich komme aus dem Iran und ich habe hier in Deutschland viele Freunde, die auch aus dem Iran kommen. Deshalb kann man in Deutschland viele Freunde aus dem eigenen Land finden. Oder man kann eigentlich hier in Deutschland einen komplett internationalen Freundeskreis haben und hauptsächlich Englisch sprechen. Aber wenn man Kontakt zu deutschsprachigen Menschen haben möchte, macht die Sprache einen riesigen Unterschied. Denn eine Sprache besteht nicht nur aus Grammatik und Vokabeln. Es geht auch um Humor, Ironie, Redewendungen und kleine Gespräche im Alltag. Wenn jemand sagt, na oder na, alles klar, muss man nicht anfangen, 5 Minuten lang zu erzählen, wie es einem wirklich geht. Also man muss irgendwann nicht nur die Wörter verstehen, sondern auch das Gefühl dahinter. Genau an diesem Punkt merkt man, dass Sprache auch ein Teil der Kultur ist. Welches Sprachniveau braucht man also wirklich? Wenn ihr mich fragt, würde ich ungefähr sagen, mit A1 und A2 könnt ihr einfache Alltagssituationen bewältigen. Ihr könnt zum Beispiel einkaufen, etwas bestellen
oder einfache Fragen stellen. Mit B1 wird man deutlich selbstständiger. Ja, man kann viele Alltagssituationen alleine bewältigen und einfache Gespräche führen. Ja, mit B2, ab B2 verändert sich meiner Meinung nach sehr viel. Ja, man kann sich besser ausdrücken, längere Gespräche führen und viele Situationen lösen, ohne jemanden um Hilfe bitten zu müssen. Ja, und C1. Man braucht wirklich kein C1-Zertifikat, um den Alltag zu bewältigen. Trotzdem finde ich, dass ein höheres Sprachniveau und auch solche Sprachzertifikate einem mehr Sicherheit geben können. Wenn man weiß, ich habe B2 geschafft, ich habe sogar C1 geschafft, traut man sich vielleicht auch eher Gespräche zu führen, seine Meinung zu äußern oder auf andere Menschen zuzugehen. Und je besser eure Sprachkenntnisse und je größer euer Selbstvertrauen beim Sprechen sind, desto mehr Möglichkeiten habt ihr, meiner Meinung nach auch, euch in die Gesellschaft zu integrieren und Kontakte zu knüpfen und wirklich am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das Zertifikat allein sorgt natürlich nicht dafür, dass man integriert ist. Aber die Sprachkenntnisse und das Selbstvertrauen, das man dadurch gewinnen kann, können dabei eine große Rolle spielen. Aber ich finde, man sollte sich nicht zu sehr auf diese Buchstaben konzentrieren. Es gibt Menschen mit einem B2-Zertifikat, die Angst haben, beim Bäcker etwas zu bestellen. Und es gibt Menschen mit einem niedrigen Niveau, die einfach sprechen, Fehler machen, nachfragen und dadurch im Alltag erstaunlich gut zurechtkommen. Deshalb ist für mich die wichtigste Fähigkeit, keine Angst davor zu haben, Deutsch zu benutzen. Ja. Wenn ihr etwas nicht versteht, fragt nach. Wenn ihr ein Wort nicht kennt, beschreibt es. Ja? Wenn ihr einen Fehler macht, sprecht trotzdem weiter. So, man braucht nicht immer fehlerfrei zu sprechen, um in Deutschland selbstständig leben zu können. Ja. Über genau dieses Thema haben wir übrigens in einem anderen Video ausführlich gesprochen. Okay, zusammenfassend. Kann man in Deutschland ohne Deutsch leben? Ja, wahrscheinlich schon. Zumindest eine gewisse Zeit und unter bestimmten Umständen. Aber zwischen in Deutschland leben und sich in Deutschland wirklich zu Hause fühlen, gibt es meiner Meinung nach einen großen Unterschied. Ja. Je besser man Deutsch spricht, desto unabhängiger wird man. Man braucht kein perfektes Deutsch, um in Deutschland zu leben, aber Deutsch zu können, macht das Leben hier unglaublich einfacher und vor allem selbstständiger. Ja. Und jetzt würde mich eure Erfahrungen interessieren. Welches Sprachniveau habt ihr gerade? Und in welchen Situationen merkt ihr am meisten, dass euch Deutsch fehlt? Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, es zu liken. Dankeschön und bis zum nächsten Video. Tschüss!